Hallo, mein Name ist Oskar Wittmann, bin 63 Jahre alt, komme aus Neuburg an der Donau. Mein Beruf ist Gaswasserinstallateur und Heizungsbaumeister und bin verrückt nach Autos. Mein Name ist Matthias Wittmann, ich bin 33 Jahre alt, der Schwiegersohn vom Oskar und teile mit ihm die Leidenschaft einmal für die Oldtimer und die Autos und auch für den Beruf als Heizungsbauer. Also das erste Mal im Auto bin ich gesessen mit 10 Jahren. Gut, ich bin vom Dorf und im Dorf war das so, da war ein Traktor da gestanden, dann ist man halt da rausgefahren in die Felder. Also sprich, der Bauer ist rausgefahren und wir sind halt draußen weitergefahren, sind aber dann auch wieder heimgefahren. Da haben wir den Bauern vergessen sozusagen. Und so hat das funktioniert, das Ganze. Und so ist man da reingewachsen. Mein Vater hat nur ein Moped gehabt und das war's dann. Da war nicht mehr da. Ja, und dann bin ich halt immer wieder aufs Rad gestiegen, bin 3 Kilometer gefahren mit dem Rad und war bei meinem Onkel in der Autowerkstatt. Und das war eigentlich mein Urlaub, mein Leben. Ich habe eigentlich alles mitgemacht. Das heißt, Räder runtergemacht von den Autos, vor allem dann die Flüssigkeiten aufgefüllt und so weiter, Reifen aufgepumpt und dann eben auch Getriebe ausgebaut. Nicht alleine, aber schon die größeren Sachen mit ausbauen. Das ganze Reparieren war wichtig für mich. Neu hat mich eigentlich nie so richtig interessiert. Außer neu und dann besser machen, ja. Aber ansonsten hat es mich nicht interessiert. Allein daheim, wenn irgendwas kaputt war an einer Maschine, ist die repariert worden. In der Autowerkstatt konntest du das halt so richtig ausleben? Da konnte ich es ausleben, ja klar. Ja. Also ich bin nicht Automechaniker geworden, weil das in früheren Zeiten eigentlich entschieden worden ist von der Familie. Also da hat es geheißen, du wirst das, du machst das. Also die Entscheidungsfreiheit war nicht so groß wie heutzutage. Und da hat es halt geheißen, du wirst Installateur. Ungefähr 1999 muss das gewesen sein, Ja. dass du dir die Herkules zugelegt hast. Mit dem Motorrad ist ja quasi deine Leidenschaft für Schrauben wieder neu in Gang gekommen. Also das Motorrad ist mir eigentlich zugelaufen, sozusagen. Das ist irgendwo in einem Schuppen gestanden und dann habe ich das einfach mitgenommen. Also ich habe gefragt, ob ich das haben kann, klar. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, nimm's mit. Und dann habe ich es bei mir in den Schuppen gestellt. So, da ist dann jahrelang gestanden und irgendwann ist dann ein guter Bekannter, eher schon Freund gekommen vom Motorclub Neuburg und hat mir gesagt, da wäre eine Ausfahrt, wir könnten doch mitfahren. So, gut, okay, bin heimgefahren, hab das geholt, das Ding, hab's hergerichtet und dann sind wir da mitgefahren. Und da ist das Ganze wieder entstanden. Da habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir weiter. Dann kam der Triumph. Dann kam der Triumph. Zu dem Wagen bin ich gekommen über eine Zeitungsannonce. Und da bin ich reingefahren, habe mir den angeschaut und da waren einige Teile kaputt an dem. Also nicht an der Karosse, die Karosse war in Ordnung, aber die ganzen mechanischen Teile, also Antriebswelle, Lenkung, das war einfach ausgeschlagen und kaputt. Und da haben viele halt gesagt, ja, mit dem werde ich nicht viel Freude haben, ne, weil da laufend irgendwas ist, was auch stimmt. Das ist tatsächlich immer irgendwas, aber irgendwann weiß man das, wo irgendwann wo ist. Und das richtet man sich einfach her und dann, der geht immer. Also, der hat mich noch nie im Stich gelassen. Läuft. Kommen wir mal zum Thema Autopflege.
Wie wichtig ist das Ganze? Das ist sehr wichtig. Wird normalerweise vor jeder Ausfahrt gemacht. Das Ganze mit Wachspolitur zu überziehen und die funktioniert am besten. Da gehe ich sogar teilweise über das Chrom drüber, funktioniert eigentlich tadellos. Das muss einfach wieder geschützt sein, weil ja die ganzen Fliegen, wo da drauf kommen, dann besser abgewehrt werden. Also das heißt, wenn man es dann abwascht, sind die komplett weg. Und vor allem die Felge halt. Ja, die muss nach jeder Fahrt muss die sauber gemacht werden. Die wird mit ganz sanften Pflegemittel eingesprüht und sofort abgewaschen und dann mit Pressluft getrocknet, Ah ja, okay. dass da keine Rückstände da sind. Weil sonst ist der Glanz weg. Und wenn der mal weg ist vom Chrom, dann ist ja schlecht. Unschön. Darum nehmen wir die auch her von Sonax, weil das funktioniert und der Lack erhalten wird und einfach gut erhalten wird, das ganze Zeug. Also von alleine geht es ja nicht. Also, und wir nehmen eigentlich nur Sonax-Materialien her für sowas und das hat anscheinend funktioniert. Ja, und da sind wir eigentlich sehr zufrieden damit. Seit Jahrzehnten. Du bist aber auch mal richtig Rennen, auch schon früher. Ja, das waren 2 Jahre, wo ich eigentlich mitgefahren bin in Autocross, also ein Jahr lang Autocross und ein Jahr lang Autorallyes eigentlich. Ne? Und das war halt da im Neuburger Motorclub. Matthias, kannst du dir denn auch vorstellen, in Zukunft mal da so ein bisschen mehr in diese Szene einzutauchen? Vielleicht auch mal selber einen Pokal zu kriegen? Ja, tatsächlich haben wir auch schon welche gewonnen, ja. Genau, auch mit meiner Frau zusammen. Aha. Genau. Also da sind wir eigentlich schon voll dabei. Wann war der Punkt, dass ihr entdeckt habt, dass ihr eigentlich beide auf Autos steht und auch auf schöne Autos steht, also dass euch das irgendwie verbindet? Habt ihr das Ich gemerkt? glaube, das war sowas wie die erste Mitfahrt. Ja, Ich meine mich nur erinnern zu können, dass wir nämlich zusammen mal im TR6 gefahren sind. Und da kam auch relativ schnell die Frage, ob ich den mal selber fahren darf. ja genau. Und so hat sich das dann ergeben. Ja. Dann kam die erste Ausfahrt, wenn ich es noch richtig weiß. Ja. Dann die nächste. Kam dann die nächste und dann hat es gar nicht mehr Ich habe aufgehört. gesagt, jetzt fahren wir. Dann sind wir alle gefahren. Dann sage ich, jetzt müssen wir alle Autos rausbringen. Ja. Dann habe ich natürlich alles von der Mannschaft rausgehört, was ich gehabt habe. Jeder hat ein Auto gekriegt und gesagt, ab. Und sag mal, Matthias, wie war das, als du erfahren hast, dass Oskar dir sozusagen seine Schätze hier macht, die Oldtimer? Wie war das für dich? Was hast du dazu gesagt? Ja, einmal eine Riesenfreude, aber schon auch eine Verantwortung, weil es steckt da doch einiges dahinter. Viel Know-how, viel Wissen und man möchte es natürlich auch gut machen. Ich meine, das sind schon Schätze, was er da stehen hat. Mhm. Und was hat für dich den Ausschlag gegeben, Oskar, sich dafür zu entscheiden, das Matthias zu überlassen? Weil er sich dafür interessiert und das auch schätzt. Das war mir eigentlich wichtig. Er schaut drauf und so weiter. Und Auf jeden Fall eine Ehre. Also ich weiß ja jetzt, dass du auch tatsächlich Vater eines Sohnes Ja. bist. So Dinge dann auch an deine nächste Generation weiterzugeben. Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass mein kleiner Sohn dann als kleiner Stöpsel auf jeden Fall schon in der Werkstatt unterwegs ist. Die erste Werkzeugausrüstung hat ja der Schwiegervater schon besorgt für den Kleinen. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass der auch in der Werkstatt unterwegs sein wird. Und die Leidenschaft für Automobile, ich denke, da wird er früher oder später durch uns zwei drauf stoßen. Und das wäre natürlich ein großer Wunsch, dass er die gleiche Leidenschaft mit uns teilt. Dass ihr dann sozusagen Zu dritt schrauben, ja. er soll eher die Firma. Und das mit dem Sohn mache ich dann schon. Ja. ihr beide. Wir zwei machen das.